Hallo, mein Name ist Lisa Jobt. Ich bin die geschäftsführende Präsidentin der GdBA. Das ist die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, also unsere Theatergewerkschaft. Aktuell befinde ich mich in Elternzeit, aber unsere Gewerkschaft hat ein wirklich dringendes Anliegen, das die meisten Theaterschaffenden in Deutschland betrifft, und zwar nicht nur die Festangestellten, sondern auch die freischaffenden KünstlerInnen aus der freien Szene. Es geht heute nicht um den grausamen Krieg in der Ukraine, der uns alle zutiefst erschüttert und wirklich fassungslos zurücklässt. Nein, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es heute um das Kerngeschäft unserer Gewerkschaft geht. Und das ist unter anderem gerechte Bezahlung für Theaterschaffende. Es ist nämlich so: Die ersten Manteltarifverhandlungen mit dem Deutschen Bühnenverein dieses Jahr haben begonnen. Unsere Tarifkommission verhandelt dort die ersten Forderungen eines umfangreichen Reformpakets. Es handelt sich zunächst um 4 Forderungen rund um das Thema Mindestgage. Momentan liegt die Mindestgage für SolokünstlerInnen und BühnentechnikerInnen nämlich bei nur 2.000 Euro brutto. Sie wurde seit 2018 nicht erhöht und wird in der Branche schon lange wirklich als prekär eingestuft. Auch die Honoraruntergrenze für die freie Szene orientiert sich genau an dieser Zahl. Und dies sind die 4 Forderungen. Erstens: Eine Mindestgage zwischen 2.750 und 3.100 Euro je nach Größe des Theaters. Zweitens: Die Gage für Gäste muss mindestens 15% über der Mindestgage der Festangestellten am jeweiligen Haus liegen. Drittens: Eine Anpassung der Mindestgage an die steigenden Lebenserhaltungskosten. Im Fachjargon nennt man das dann Dynamisierung. Viertens: Die Einführung von Gagenstufen je nach Dienstjahren, denn Berufserfahrung muss natürlich belohnt werden. Wie kommen wir auf diese Forderungen? Nun, BühnenkünstlerInnen haben meist einen Hochschulabschluss. Sie arbeiten an Sonn- und Feiertagen, unter der Woche oftmals im zweigeteilten Dienst und häufig länger als andere Berufsgruppen. In der Regel haben sie zeitlich begrenzte Verträge, was die Lebensplanung natürlich erschwert. Die aktuelle Mindestgage von 2.000 Euro liegt im Vergleich zum öffentlichen Dienst im Bereich der und angelernten Küchenhilfen und BotInnen. Das ist kein Zynismus, das ist tatsächlich ein Berufsbeispiel aus dem öffentlichen Dienst für die unteren Entgeltgruppen. Das kann man also googeln. Zudem hat die Inflation den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Im Januar 2022 lag sie bei 4,9% und wir alle wissen auch, die Mieten und Energiekosten steigen rasant. Der Mindestlohn wird auf 12 Euro ansteigen. Das sind 35% mehr als 2018. Deswegen müssen sich auch die Gagen der Gäste erhöhen. Ihre Gagen müssen höher sein als die Gagen der Festangestellten, weil Gäste ein erhöhtes unternehmerisches Risiko tragen, da sie nicht durchgehend beschäftigt werden. Und während der Pandemie wurden Gäste häufig trotz Engagement nicht oder nur unzureichend bezahlt. Außerdem werden seit Corona wesentlich seltener Gäste engagiert. Die meisten Theaterbetriebe sind aber dennoch auf sie angewiesen. Ihr Leben und Arbeiten ist schwer planbar und zudem fallen sie auch immer mal wieder durch die sozialen Sicherheitsnetze wie etwa die Künstlersozialkasse. Ihre Relevanz und Flexibilität muss sich also auch in ihren Gagen widerspiegeln. Diese 4 Forderungen sind eine längst überfällige Korrektur, die schnellstmöglich umgesetzt werden muss. Deswegen bitte ich alle Theaterschaffenden und Kulturinteressierten, dieses dringende Anliegen zu unterstützen. Dies können Sie tun, indem Sie die Petition „Die Mindestgage an deutschen Theatern muss erhöht werden“ unterschreiben, oder schicken Sie uns ein Videostatement, warum Sie unsere Forderungen unterstützen. Ich danke Ihnen im Voraus schon für Ihre Solidarität und Unterstützung und hoffe, dass Sie gesund bleiben. Vielen Dank.